In diesem Video hörst du eine deutsche Geschichte auf A2 B1 Niveau. Zuerst hörst du die komplette Story mit deutschen und englischen Untertiteln. Am Ende erkläre ich dir die wichtigsten Wörter und Sätze. Los geht's! Ich hasse meinen Bruder. Also, nicht immer, aber heute Morgen ganz sicher. Bevor ich dir alles erzähle, sollte ich uns vielleicht kurz vorstellen. Ich heiße Lara, ich bin 16 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse und liebe Ruhe, Tee und mein kleines Zimmer. Mein Bruder heißt Max. Er ist 18, laut, kreativ auf eine gefährliche Art und er hat zu viel Zeit für dumme Ideen. Max und ich sind komplett verschieden. Ich bin eher ruhig, sauber, ordentlich. Er ist wie ein kleiner Tornado. Überall, wo er hingeht, passiert Chaos. Aber heute war sogar für Max zu viel. Wie jeden Morgen wollte ich mir eine Tasse Tee machen. Ich habe Wasser gekocht, Teebeutel in die Tasse gelegt und dann ganz normal Zucker dazugegeben. Ich habe einen großen Schluck genommen und sofort gemerkt, das ist nicht Zucker, das ist Salz. Ich habe angefangen zu husten und fast die ganze Küche vollgespuckt. Und wer stand hinter der Tür und hat laut gelacht? Genau, Max. Warum machst du sowas? Habe ich geschrien. Max hat nur gesagt, Experiment Nummer 37 hat funktioniert. Ich war so wütend, dass ich fast die Tasse nach ihm werfen wollte. Und natürlich habe ich ihn durch die ganze Wohnung verfolgt. Und das ist nicht alles. Max hat eine seltsame Angewohnheit. Er macht einfach meine Zimmertür auf, schaut rein, sagt nichts und geht wieder. Manchmal macht er sogar das Licht aus, obwohl ich gerade lerne oder ein Video schaue. Einmal habe ich gefragt, warum machst du das? Er hat gesagt, ich will nur prüfen, ob du noch lebst. Komiker. Aber die schlimmste Aktion war letzte Woche. Ich wollte meinen Haartrockner benutzen, weil ich nach dem Duschen schnell trocknen musste. Ich mache den Haartrockner an und plötzlich kommt Mehl raus. Weißer Staub überall, auf meinen Haaren, im Bad, sogar in meinem Mund. Ich habe geschrien, Max! Er kam ganz langsam ins Bad, hat mich angesehen und gesagt, das war eigentlich für ein TikTok-Video. Ich musste nochmal duschen. Und als ich rausgekommen bin, bin ich ihm hinterhergerannt. Er ist natürlich wieder weggerannt. Und wenn ich Make-up benutze, wird es noch schlimmer. Egal, was ich mache, Mascara, Lippenstift, Concealer, er kommt ins Zimmer und sagt, »Oh, hallo, kleines Äffchen, willst du in den Zoo?« Ich schwöre, ich könnte ihn manchmal wirklich erwürgen. Und dann ist da noch das Thema Essen im Kühlschrank. Wenn ich etwas für später aufhebe, ein Stück Pizza, die letzte Banane, ein Stück Schokokuchen, Max findet es. Er findet alles und er isst alles. Gestern habe ich ganz oben im Kühlschrank ein Stück Erdbeerkuchen versteckt. Ich dachte, er sieht es nicht. 2 Stunden später war es weg. Auf meinem Teller lag nur ein kleiner Zettel. Danke, war lecker. Ich habe fast geweint. Ich bin sofort zu seinem Zimmer gerannt und er ist aus dem Fenster in den Garten gesprungen, nur um nicht gefangen zu werden. Aber die schlimmste Sache, die absolute Nummer 1, ist erst letzten Monat passiert. Ein Junge hat mir auf Instagram geschrieben. Sein Profil war normal, ein paar Fotos, ein Hund, ein Fahrrad. Er war nett, lustig, charmant. Wir haben eine Woche lang geschrieben.
Jeden Tag. Ich fand ihn irgendwie sympathisch. Er hat sogar vorgeschlagen, dass wir uns in einem Café treffen. Ich war nervös, aber auch ein bisschen aufgeregt. Also bin ich hingegangen. Ich sitze dort, warte, schaue auf die Uhr, warte weiter. Plötzlich klingelt mein Handy. Es ist Max. Na, Lara, ist dein Date schon da? Ich habe gesagt, nein, warum fragst du? Und Max sagt mit seiner nervigen, stolzen Stimme, weil ich dein Date bin. Ich war der Junge. Ich wollte sehen, ob du darauf reinfällst. Ich war so schockiert, dass ich fast vom Stuhl gefallen wäre. Ich war so wütend, dass ich nicht mal sprechen konnte. Als ich nach Hause kam, hat Max mich angesehen und gesagt, hey, war nur ein Spaß. Ein Spaß. Eine Woche Fake-Nachrichten. Ein falsches Date. Ein kompletter emotionaler Zusammenbruch. Aber trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber manchmal, wenn wir abends zusammen im Wohnzimmer sitzen, wenn er mir Chips gibt oder mir seine Musik zeigt, denke ich, vielleicht macht er das alles nicht, um mich wirklich zu verletzen. Vielleicht macht er es, weil er mich lieb hat, aber auf seine verrückte, chaotische Art. Und obwohl ich es nie zugebe, weiß ich, dass wir uns eigentlich mögen. Aber heute, nur heute, hasse ich ihn ein bisschen. Redemittel und Vokabular. Ich bin eher ruhig. I am rather more quiet. Auf eine gefährliche Art. In a dangerous way, manner. Das war sogar für Max zu viel. That was too much even for Max. Er hat zu viel Zeit für dumme Ideen. He has too much time for stupid ideas. Ich könnte ihn manchmal wirklich erwürgen. I could really strangle him sometimes. Die Ruhe. The peace. The calm. Geordnet. Organized. Arranged. Verrückt. Crazy. Insane. Das Chaos. The chaos. The mess. Der Schluck. The sip. The gulp. Vollspucken. To spit all over. Wütend. Angry. Furious. Verfolgen. To chase. To pursue. Die Angewohnheit. The habit. The custom. Prüfen. To check. To inspect. Die Aktion. The action. The prank. Das Mehl. The flour. Erwürgen. To strangle. Often metaphorical. Aufheben. To save. To keep for later. Der Zettel. The note. The slip of paper. Schockiert. Shocked. Stunned. Nervig. Annoying. Irritating. Der Zusammenbruch. The breakdown. The collapse. Die Musikanlage. The stereo system. Sympathisch. Likeable. Friendly. Das war unsere Geschichte. Schreibt doch in die Kommentare, wie geht ihr mit eurer Schwester oder eurem Bruder um? Oder wie ärgert ihr euch gegenseitig? So können wir zusammen lachen und Deutsch lernen. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vor diesem weißen Auto einparken, ich erkläre dir wie. Zeig mal an, dass du einparken willst, ja, indem du schaust und blinkst und nicht so schnell. Jetzt ist es passiert. Das Erste, was du bei einem Unfall machen solltest, ist ein Foto. Okay? Okay.